Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zu einer neuen Folge und jawohl, heute wird's militärisch. Der ein oder andere hat es schon erkannt. Extra für euch habe ich meinen alten Dress hier wieder rausgeholt. Es spannt am Bauch, aber allgemein passt es noch. Und heute geht es um 2 Sets von Märklin, jeweils mit Panzern bzw. Mannschaftstransportern und Fahrzeugen beladene Flachwagen. Das ist einmal hier die 48795 mit 3 Leopard 1 Panzern. Und wir haben hier einmal die 46934. Das ist 3 Flachwagen beladen mit 4 M113 Mannschaftstransportern, einem kleinen Wolf Geländewagen und einem Unimog. Ja, wird ein spannender Tag heute, deswegen Augen geradeaus und dran geblieben. Wir legen mal los und wie immer bei dem Thema werden wir uns erstmal der Verpackung widmen. Wenn ihr solche Zugsets von Märklin noch nicht kennt, das ist jetzt beides hier aus der Neuheiten-Serie 2019. Inzwischen relativ schwer zu bekommen. Das heißt, wenn ihr die irgendwo noch bekommt, zahlt ihr tatsächlich auch den Preis, den Märklin sich mal vorgestellt hat, von ungefähr 200 € pro Set. Die werden wahrscheinlich in ein paar Jahren ein bisschen günstiger. Aber dadurch, dass hier eben diese Panzer bzw. die Fahrzeuge auf diesen Sets, auf den Wagen mitfahren, mit dabei sind, sind die meistens relativ schnell weg bei Märklin. Wenn ihr die allerdings dann öffnet, habt ihr hier hinten immer diese kleine Lasche, dann könnt ihr das aufklappen und dann findet ihr da drin einfach einzeln verpackte Wagen. Ja, also da gibt es jetzt hier so eine ganz normale Wagenverpackung, die brauchen wir uns jetzt nicht spezieller angucken, glaube ich. Ihr habt eine Pappverpackung mit einem Blister drin. In dem Fall jetzt hier bei den Panzern ist auch direkt der Panzer auf dem Flachwagen dann mit drauf. Das ist dann hier 3-mal drin und das gleiche haben wir hier dann auch wieder, wenn wir das aufmachen. Haben wir da wiederum 3 einzelne Verpackungen für die Flachwagen mit der entsprechenden Beladung. Was immer noch mit dabei ist für alle Wagen, ist natürlich so ein kleines Zusatzset, was es extra gibt an kleinen Dingen. Das sind zum Beispiel bei den Rungenwagen, sind das die Rungen, die extra sind, die man anbauen kann. Und dann gibt es noch für jedes der Fahrzeuge so ein paar Kleinigkeiten. Wenn ihr den Wert erhalten wollt von dem Set, solltet ihr diese ganzen Sachen original verpackt drin lassen. Ich zeige euch das heute mit angebauten Anbauteilen hier, einfach weil die Fahrzeuge dann viel cooler aussehen. Und am Ende geht es ja darum, dass man selber daran Freude hat. Ich bin jetzt kein Modellbahner, der sich Sachen kauft, in den Schrank stellt und sie nicht benutzt, sondern ich muss die Sachen benutzen, um daran Freude zu haben. Genau. Wir starten mal mit dem Panzerset. Also der 48795. Das ist ein bisschen speziell, ein bisschen aber auch Klassiker bei Märklin. Speziell ist, dass es sich um Panzer der dänischen Armee handelt. Ja, wenn ihr das hier seht von der ganzen Lackierung her, das ist nicht Bundeswehr Flecktarn, das ist aber auch nicht Bundeswehr Oliv. Das ist eben die Farbgebung, die die dänische Armee hat. Das ist so ein Olivgrün und ein Anthrazitgrau-Schwarz ungefähr. Davon gibt es dann hier 3 Panzer und 3 Flachwagen im Set. Ich habe hier jetzt mal einen für uns mitgebracht. Das ist einer dieser Flachwagen, so sehen die aus. Und die haben hier, das sind diese kleinen schwarzen Teile, die ihr da seht, so Aufsätze, die kann man abnehmen. Die halten am Ende den Panzer dann auf dem ganzen Modell fest. Wir haben dann hier unten, wie ihr seht, eine sehr schöne Bedruckung bei diesem Wagen. Wir haben auch dieses einzeln angesetzte Rad hier und dann die bzw. Bremsart-Wahlhebel, die hier schön alle lackiert sind. Eine wunderbare, passende dänische Bedruckung auch. Das sieht alles richtig gut aus. Was mich jetzt bei der Detaillierung bei diesen Fahrzeugen hier stört bei den Wagen, ist gar nicht der obere Teil. Also der obere Wagenkasten ist super. Was mich eher stört, ist unten. Also die Drehgestelle, das könnt ihr wahrscheinlich im Video jetzt gar nicht so genau sehen, weil das ist auch so ein bisschen ein haptischer Eindruck. Die wirken ein bisschen billig. Also vom Plastik, vom ganzen Anfassgefühl her, auch von der Detaillierung der Federung
Das wirkt alles so ein bisschen lieblos gestaltet. Seht ihr das hier? Also es ist so ein bisschen lieblos, finde ich es irgendwie. Und das setzt sich fort mit den Puffertellern. Das ist mir aufgefallen bei allen drei von diesen Schwerlast-Flachwagen, dass die Pufferteller aus einem relativ dünnen, hellen Plastik sind, ähnlich wie die Drehgestelle. Und die sind nicht 100% sauber. Also die haben am Rand so eine ganz, ganz leichte Ausfransung. Das wirkt so ein bisschen eher nach Spielzeug, weil das ganze Plastik da so heller wirkt. Ich schaue mal, ob ich das euch vielleicht auch auf ein Foto rankomme, wenn ich jetzt später im Video sehe, das ist nicht ganz so gut geworden hier im Video. Müssen wir mal gucken. Also das sind so zwei Sachen, die mich stören. Detaillierung der Drehgestelle und eben hier die Pufferteller. Da denke ich, hätte Märklin schöner arbeiten können tatsächlich. Weil für den ganzen oberen Wagenkasten muss man sagen, ja, an so einem Schwerlastwagen ist jetzt auch nicht viel dran. Da kann man wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen. Man kann aber schon einiges richtig machen. Und da denke ich, hat Märklin hier mit der Bedruckung und den angesetzten kleinen Handrädern und sowas schon viel richtig gemacht. Generell, diese Schwerlastwagen haben auch schon ein bisschen Historie. Also die gibt es schon ein bisschen länger und eigentlich gibt es die schon so lange, wie die Eisenbahn schwere Güter transportieren muss. Und das ist mindestens eigentlich seit den 30er Jahren so, seit Panzer eben über die Bahn transportiert werden mussten. Ganz speziell natürlich im Zweiten Weltkrieg über lange Strecken wurden Panzer im Regelfall auf der Bahn verschoben. Weil, wir kommen ja gleich zum Panzer, gerade im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit davor, die Panzer, die es damals gab, waren einfach nicht dafür gedacht, dass sie lange Strecken fahren. Also wenn man jetzt quasi von einem Panzerwerk in Deutschland bis in die Ukraine an die Ostfront wollte, in den 1940er Jahren, hat man das natürlich nicht mit dem Panzer selbst gemacht, sondern der Panzer wurde verladen auf die Eisenbahn und wurde dann gefahren. Dafür brauchte man spezielle Wagen. Die waren so konstruiert, dass sie relativ kurz waren, um wenig Last eben auch aufzunehmen, einen Panzer im Regelfall. Dann sieht man, haben sie ein ganz, ganz dickes Gestell mit diesem Bogen hier und dieser Bogen hier gibt einfach nochmal unglaublich viel zusätzliche Stärke auf die ganze Konstruktion, die ja am Ende auf den beiden Drehgestellen links und rechts sitzt. Und da haben wir, obwohl der Wagen so klein ist, 4 Achsen. Und warum haben wir da 4 Achsen? Weil ich dann natürlich ein Maximalgewicht erreichen kann mit diesem Wagen, je nach Bahn. Das heißt also eigentlich bestimmt nicht mehr der Wagen, sondern die Strecke. Die Bahnstrecke, wie die gebaut wurde, wie viel Last ich auf den Wagen raufbekommen kann. Das ist die Grundidee dieser Schwerlast-Flachwagen, dass die so konstruiert sind, dass die so viel Last aufnehmen können, dass am Ende eigentlich die Bahnstrecke darunter entscheidet, wie viel kann ich da draufladen, gewichtstechnisch, und nicht der Wagen, der dann vielleicht durchbricht oder so. Bei diesem speziellen Modell hier ist es so, dass der wohl ein Eigengewicht hat von irgendwas knapp unter 20 Tonnen, so wie es zumindest hier draufsteht, wenn ich das richtig sehen kann, und irgendwas um die 60, 65 Tonnen oder sowas in Summe fahren kann. Das unterscheidet sich immer ein bisschen. Also hier ist ja die Bezeichnung dieses Wagens nach UIC quasi, also die Standardbezeichnung ist SLMMPS. So, und hier S steht für Schwerlast, ja, und die MM, ich kann die nicht alle auswendig, aber MM steht eben für eine sehr kurze Ladelänge des Wagens bei einem 4-Achser mit 2 Drehgestellen von unter 15 Metern. Das haben wir eben hier auch. Und dadurch kann ich eben sehr, sehr viel Last aufnehmen. Auf 4 Achsen verteilt würde das in diesem Fall bedeuten, wenn ich hier also 60 Tonnen Gesamtgewicht habe, kann ich mit 4 Achsen eine Strecke befahren, die maximal vielleicht dann 15 Tonnen pro Achse an Achslast zulassen würde. Oder halt entsprechend mehr. Mit dem Panzer drauf sieht das Ganze dann so aus. Dafür sind diese kleinen schwarzen Teilchen hier. So, dann drehen wir immer richtig. Und dann sieht das Ganze so aus. Das hält auch ziemlich gut beim Fahren, habe ich ausprobiert. Also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, dass da in irgendeine Richtung was verrutscht ist oder so. Und wenn man dann 3 Stück hintereinander davon hat. Oder übrigens, es gibt ja 2021 jetzt noch 2 weitere. Also es gibt ein Erweiterungsset jetzt, dass man 5 am Stück hätte. Dann sieht das schon richtig beeindruckend aus. Vorausgesetzt natürlich, man mag Militärzüge. Wenn man das nicht tut, Also, so viel mal zu diesem Wagen. Erstmal die Unterseite ist auch Märklin-typisch, da ist überhaupt nichts. Ja, also da müsst ihr euch weit gedanklich entfernen von dem, was Brava zum Beispiel bietet, mit einem komplett durchdesignten Bremsgestänge oder so. Haben wir hier alles nicht. Auf der anderen Seite, was man nicht hat, kann nicht kaputt gehen.
Und der Wagen, wenn man ihn auf dem Gleis hat, dann sieht man auch relativ wenig von der Unterseite und von den wenig detaillierten Drehgestellen. Man schaut hauptsächlich auf die Ladung, den Panzer, dann passt das alles wieder. Nichtsdestotrotz ist bezogen auf die Wagen natürlich die Preisansage von einem UVP von knapp, glaube ich, 200 Euro, 189 Euro. Das ist stramm, finde ich. Das ist wirklich stramm, wenn man sagt, man bekommt 3 von diesen Wägelchen hier, die für sich genommen eigentlich alle nicht so richtig viel wert sein können. Was macht also den Preis des Sets aus? Außerhalb der Tatsache, dass man das nicht so oft bekommt. Und das ist diese kleinen Stücke hier. Und zwar bekommt ihr 3 von diesen wunderschönen Panzermodellen. Und zwar sind das Leopard 1A5 in der Version 1A5DK für Dänemark. So sehen die aus. Und hier seht ihr auch schon inklusive aller Anbauteile. Anbauteile sind speziell die Rückspiegel links und rechts, die beiden Antennen hier oben drauf und das Maschinengewehr an der Kommandantenkoppel müsste das eigentlich sein, beziehungsweise nee. Boah, da bin ich zu wenig Panzertechniker. Vielleicht ist es auch die Ladeschützen- oder Richtschützenkuppel dort oben. Auf jeden Fall dieses Maschinengewehr, ja, gegen wahrscheinlich Luftangriffe oder was auch immer. Das ist das, was eigentlich den Preis hier ausmacht. Warum? Einerseits ist das ein super hochwertiges Modell von Schuco. Ich habe die nachgemessen, die wiegen ungefähr so 140 Gramm pro Stück. Also das klingt nicht viel, aber wenn ihr das in der Hand habt, ist das echt massiv. Und andersrum, in der Version der dänischen Kavallerie bzw. der dänischen Armee gibt es die sonst nicht. Ihr könnt die nicht kaufen. Ihr könnt nicht in den Laden gehen und sagen, ihr kauft jetzt hier diesen Leopard in der dänischen Variante. Gibt es nicht. Ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, einen Leopard 1A5 in der Bundeswehr Flecktarn-Lackierung von Schuco. Aber auch nicht immer, nur wenn ihr Glück habt. Und das macht am Ende den Preis aus. Das macht es so exklusiv, weil ihr die wirklich nur hier bekommt. Ganz kurz, mit euch mache ich jetzt einmal kurz den Ausflug hier zum Leopard 1A5. Wen das nicht interessiert, wie immer bei den Reviews, ihr findet unten die Kapitel, springt einfach weiter. Der Leopard gehört zur Kategorie der MBTs bzw. Hauptpanzerkampfwagen. Das ist quasi ein Main Battle Tank, MBT. Wurde entwickelt im Kalten Krieg in Deutschland, primär von Porsche und auch von Porsche am Ende dann mit umgesetzt. Also de facto eigentlich ein Porsche. Coole Sache. Und war der Hauptkampfpanzer im Kalten Krieg der Bundeswehr. Jetzt muss man sich so ein bisschen die Historie angucken. Also Deutschland war ja, was Panzertechnik, Panzerbau ging. Im Ersten bzw. im Ersten Weltkrieg noch gar nicht, dann zwischen den Weltkriegen ganz weit da vorne und im Zweiten Weltkrieg, zumindest was die Technik anging, auch ganz weit vorne. Nicht was die Reproduzierbarkeit anging, vielleicht auch nicht was die ultimative Verlässlichkeit anging, aber rein von der Panzertechnik her war Deutschland sehr, sehr weit vorne. Es wurde im Endeffekt von der Panzerdoktrin damals auf verschiedene Dinge ja gesetzt. Und wenn man sich so einen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, dann ist gerade, wenn man sich so einen deutschen Tigerpanzer oder sowas anguckt, so der Gedanke, denn man hat ja eigentlich so eine Art Bunker auf Ketten und der bewegt sich. Das war auch damals relativ richtig. Also eine dicke Panzerung war wichtig. Man hat auf immer größere Waffen gesetzt, die in diese Panzer reingebaut wurden. Also nur so mal als Idee, zum Beginn des Zweiten Weltkrieges war so eine Standard-Panzerkanone eine 3 cm bzw. 3,7 cm Kanone. Und zum Ende des Zweiten Weltkriegs lag man im Standard so um die 8 cm bei den größeren Panzern. Bis hin teilweise auf 10 cm Durchmesser. So, und das macht einen Unterschied, ob man jetzt so einen Kanonenrohrdurchmesser hat oder so einen Kanonenrohrdurchmesser, könnt ihr euch vorstellen. Und die gesamte andere Technik hat sich auch entsprechend weiterentwickelt. Das ging natürlich danach weiter, allerdings aus
euch wahrscheinlich allen bekannten Gründen hat die Bundesrepublik, wie aber auch die DDR, nach dem Zweiten Weltkrieg in der ersten Runde der Panzerentwicklung ausgesetzt. Das heißt also, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Panzerentwicklung natürlich weitergegangen, sowohl in Ost wie West, aber eben nicht in Deutschland. Und dann wurden zum Beispiel bei der Bundeswehr erstmal US-Panzer eingesetzt, wie zum Beispiel der M48 oder sowas. Und dann gab es in den 60er Jahren die erste reine eigendeutsche Entwicklung wieder, die so ein bisschen sich an einigen dieser Panzerkonzepte orientiert hat, aber auch sehr, sehr viel aus den anderen NATO-Staaten mitgenommen hat. Das erkennt man auch, wenn man diesen Panzer anguckt, so wie er hier jetzt steht, als 1A5. Das ist schon eine sehr, sehr fortgeschrittene Version vom Leopard 1. Sieht ja doch richtig modern aus. Wenn man sich jetzt überlegt, dass dieser Panzer im Grundsatz in den 1960er Jahren erdacht wurde eigentlich, mit den Anforderungen damals, ist es schon beeindruckend, dass die heute auch noch im Einsatz sind. Warum kann das überhaupt sein? Das ist ein Konzept, das nennt sich Kampfwertsteigerung. Das gibt es ganz, ganz viel im Militär. Man nimmt also eine vorhandene Technologie und gibt der sozusagen ein umfangreiches Upgrade. Und dadurch wird der Kampfwert gesteigert und das Ganze wird wieder auf den aktuellen oder einen aktuelleren Stand gebracht. Damit kann man auch meistens die Einsatzzeit noch verlängern. Das ist ein ganz, ganz anderes Konzept, was dort eben entwickelt wurde im Kalten Krieg, als es im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, wo man natürlich möglichst schnell die neue Technologie in riesigen Mengen produziert hat, um sie eben gegen den Feind quasi zu werfen, egal auf welcher Seite man jetzt stand damals. Im Kalten Krieg ging es ja darum, eigentlich bei möglichst geringen Kosten eine Hochtechnologiearmee aufrechtzuerhalten, zumindest im Westen. Der Warschauer Pakt, aber im Grundsatz eigentlich auch. Man wollte zu möglichst geringen Kosten die möglichst größte Armee und die möglichst schlagkräftigste Armee natürlich aufbauen. In Kombination mit den nicht konventionellen Einsatzmitteln, also den Nuklearwaffen, sollte das ja für die Abschreckung am Ende sorgen. Der Leopard 1 wurde also designt in der Idee, dass man einen Verteidigungskrieg führt gegen angreifende Panzer des Warschauer Paktes auf eigentlich dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Also das sollte quasi so eine Art Heimverteidigungspanzer werden, wenn man so will. Und damals war auch allen bewusst, die Bundesrepublik Deutschland wird nicht so viele Panzer produzieren können, wie es zum Beispiel der gesamte Warschauer Pakt tat. Und vom Zahlenverhältnis her war es auch immer so, dass eine überlegene Anzahl an Panzern im Osten gegenüber dem Westen stand. Man brauchte also Panzer, die in der Lage waren, mehrere feindliche Panzer auszuschalten. Und deswegen wurde auch beim Leopard 1 schon darauf gesetzt, möglichst frühzeitig Hochtechnologie einzubauen. In den ersten Versionen sah er noch ein bisschen anders aus. Da hat er einen etwas anderen Turm gehabt. Wenn ihr euch da Bilder anguckt, da sieht er noch so ein bisschen aus wie so ein alter Panzer. Und mit diesen Kampfwertsteigerungen wurden einfach immer neue Dinge hinzugefügt, sodass der Turm am Ende eben auch so in der Art hier aussieht. Nach Dänemark ist dieser Panzer gekommen oder sind die Leopard 1 gekommen in den Jahren 1978, 1976, 78. Da wurden die nach Dänemark geliefert, schon in dieser Version A5DK, beziehungsweise A5 und dann später als DK wurden die noch weiter ausgebaut. Was heißt das speziell? Einerseits Kampfwertsteigerung, der Turm primär wurde nochmal anders gepanzert, deswegen sieht er so aus und nicht so rund wie am Anfang. Also bessere Panzerung. Kampfwertsteigerung Nummer 1. Kampfwertsteigerung Nummer 2, was wirklich auffällig ist, ist dieser kleine Nuppel hier vorne, der da. Was ist das? Das ist ein Sichtgerät eines in Summe aktualisierten Zielsystems. Und das ist die Hauptkampfwertsteigerung bei Panzern, wie sie auch in den letzten Jahren immer durchgeführt wurde. Also da ging es gar nicht darum, dass man einen viel, viel besseren Motor hat, dass man eine viel, viel bessere Panzerung hat, sondern darum, eine bessere Feuerleiteinrichtung zu haben. Also so üblicher Panzerkrieg im Zweiten Weltkrieg war, wenn wir ja sagen, das wäre jetzt hier der Feindpanzer, der kommt hier irgendwo angefahren, ich stehe versteckt, der kommt da angefahren, ich schieße aus dem Stand und habe meinen Feindpanzer getroffen. Klassischer Panzerkrieg. Panzer im Angriff heißt, ich habe irgendwo einen Feind, der versteckt ist, Panzer fährt vor, entdeckt den, hält an, schießt und hat vielleicht vorher Pech gehabt, weil er vorher schon erwischt wurde und ausgeschaltet wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, hat sich die Panzerdoktrin dann stückweise verändert. Und da war es so, dass eben in den Entwicklungen des Leopard 1 eingeflossen ist, dass der Leopard 1 eigentlich auch eben aus dem Stand natürlich schießen sollte, aus der Deckung heraus und da dann eben überlegen agieren sollte. Das heißt, die Kampfentfernung für den Leopard 1 lag am Tag bei ungefähr 3 Kilometern und mit den entsprechenden Sichteinrichtungen später dann eben hier in der Dunkelheit bei ungefähr 1500 Metern. Was ist jetzt also dieser Nuppel hier vorne und die weitere Kampfwertsteigerung gewesen? Dass hier Wärmebildkameras zum Beispiel eingebaut wurden. Das war in den 1980ern, Anfang der 1980er war das der heißeste Scheiß. Wärmebildkameras, Feuerleittechnik, alle diese Sachen, das gab es ja vorher in dem Umfang noch gar nicht. Da wurden ja auch Computer eigentlich erst so heimfähig und so viel Platz ist in so einem Panzer ja gar nicht. Da gibt es einen sogenannten umbauten Schutzkampfraum. Also da ist ja der Großteil außenrum hier Panzerung und solche Sachen und ganz wenig Platz ist innen drin. Und da mussten natürlich dann auch die Computer erstmal reinpassen. Aber dann kamen solche Sachen wie Feuerleitrechner, wie eben Wärmebildkameras und das wurde ganz, ganz schnell eben auf Seiten der NATO in diese Panzer eingebaut, weil man ja auch nicht so viele hatte. Heißt, dass in dieser Phase in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren, in denen, by the way, auch Fred Haun spielt, passt also perfekt, diese Panzer der NATO-Truppen zumindest rein technisch für einen gewissen Zeitraum den Panzern des Warschauer Paktes massiv überlegen waren. Also so eine Wärmebildeinrichtung im Standard, die eben für den Richtschützen wie für den Kommandanten verfügbar war und damit eigentlich jegliche Tarnung ad absurdum geführt hat auf gegnerischer Seite, weil man ihn einfach gesehen hat durch die Abgase, die er abgesondert hat und durch die Wärme dadurch. Das hatten die Warschauer Pakt-Truppen in dem Umfang nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern da gab es, habt ihr vielleicht auch mal gesehen, so große Infrarot-Scheinwerfer, die dann einige hier oben so mit rumgefahren haben. Das war so wie so eine große Teller, müsst ihr euch hier vorstellen, dann noch oben drauf, also auch relativ leicht zu entdecken. Das ist alles schon relativ lang her, aber aus dieser Zeit stammt die Entwicklung und die Idee und die Kampfwertsteigerung dieses Panzers. Die nächste Generation kennt ihr vielleicht vom Namen her Leopard 2, ist die Nachfolgeversion vom Leopard 1, hat noch weitere Kampfwertsteigerung und hat eine ganz große Sache, die der Leopard 1 in dem Umfang nicht konnte. Und das seht ihr, wenn ihr heutige Panzer seht, Vorführungen, YouTube-Videos. Das ist so das Coolste schlechthin. Also da fährt man Vollgas über so ein huppeliges Gelände. Die Kanone bewegt sich währenddessen die ganze Zeit und man kann aus voller Fahrt schießen. Das heißt also, es gibt ja immer diese Analogien, die Panzer sind so die gerüsteten Ritter der Moderne. Und das ist heute eigentlich gar nicht mehr der Fall. Das sind heute eigentlich die berittenen Bogenschützen der Moderne. Weil egal wie gut ich so eine Panzerung aufbaue, gegen den ernsthaften Beschuss Panzer zu Panzer schützt das alles nicht mehr. Und auch gegen das, was heute hauptsächlich gegen Panzer eingesetzt wird, bestimmte Raketen, moderne Panzerabwehrraketen, wirklich die modernste Technologie. Oder Luftangriffe aus 40 Kilometern Entfernung, aus 30 Kilometern Entfernung, aus 5 Kilometern Entfernung alleine von einem Hubschrauber. Was man auch so als Video sieht, was die USA zum Beispiel im Irakkrieg, in beiden Irakkriegen ja gemacht haben. Da ist vollkommen egal, was für eine tolle Panzerung ich habe hier als Panzer. Der wird am Ende ausfallen, der wird getroffen. Das heißt also, Bewegung ist heute ganz, ganz oft der Schlüssel zum Erfolg bei einem Panzer und deswegen ist bei einem Panzer der modernsten, also der Nachfolger von diesem hier, Schießen aus der Vollgasbewegung und die entsprechende Flexibilität dahinter ein riesiger Schutz. Nichtsdestotrotz, so ein Panzer ist immer noch projizierte Macht. Und deswegen wird auch in diesem Jahrtausend noch dieser dann schon manchmal 50 Jahre alte Panzer bei vielen Armeen eingesetzt und ist immer noch sehr, sehr schlagkräftig. Also ich möchte dem auch nicht gegenüberstehen. Tatsächlich, und damit komme ich mal hier zum Abschluss, handelt es sich bei dem Modell, das finde ich auch bemerkenswert hier, um einen der wenigen Panzer der NATO, der tatsächlich im Kampf gestanden hat. Also die Dänen bzw. die dänische Armee hat tatsächlich mit Leopard 1 Kampfpanzern
ein Gefecht gehabt. Die Bundeswehr hatte kein Gefecht mit Leopard 1 Panzern. Die Dänen ja. Und zwar war das die sogenannte Operation Böllebank, beziehungsweise übersetzt Bully Bank. Die hat stattgefunden 1994. Ich habe den Gefechtsbericht hier ausgedruckt, schon übersetzt auf Deutsch. Ich verlinke euch das aber unter dem Video, da könnt ihr euch das ganz durchlesen. Das hat stattgefunden am 29. April 1994. Und zwar waren die Dänen damals Teil der UN-Operationen in Bosnien, Jugoslawien, Serbien, also alles quasi in dem Balkankonflikt, wo man da unterwegs war. Und da gab es am 29. April 1994 ein Gefecht. Da wurden 7 dieser Kampfpanzer eingesetzt. Und zwar haben schwedische Beobachter, die wurden beschossen und haben Hilfe angefordert. Und die Dänen haben dann ihre Panzer, die sahen allerdings nicht so aus, sondern, hier Bild für euch, weiß, dahin geschickt. Original-Zitat des Kommandanten dieser ganzen Operation. Wir wollten eigentlich nur mit den Panzern vorfahren, denn dann hören sie normalerweise auf zu schießen. Also sie waren 10 Kilometer ungefähr von diesen schwedischen Beobachtern entfernt und sind dann losgefahren. Das Ganze war nachts 23:15 Uhr und sind dann tatsächlich 15 bis 20 Minuten unter schwerem Beschuss durch Granatwerfer und Panzerabwehrwaffen an diesen Beobachtungsposten herangefahren. Das heißt, die Panzer wurden tatsächlich beschossen von Panzerabwehrwaffen und auch getroffen. Also es gab mehrere Treffer in die Hauptpanzerung verschiedener Panzer. Das waren sowohl Raketen als auch echte Panzerabwehrgeschütze, die auf diese Panzer gefeuert haben. Es wurde Luftunterstützung beantragt durch die Panzer, die wurde allerdings abgelehnt, weil nachts schwierig, Ziele nicht zu identifizieren. Und als dann die Panzer an den Beobachtungsposten gefahren sind, haben sie tatsächlich das Gegenfeuer eröffnet und damit das erste Mal in einer quasi echten Kampf-Schlachtsituation haben Leopard-Panzer damals 1994 hier eben ihre Hauptgeschütze eingesetzt. Die Panzer haben sich dann hinter Gebäuden verschanzt und eben auf dieses Mörser- und Artilleriefeuer reagiert. Also 9 Personen wurden getötet. Es gibt allerdings unabhängige Berichte zu diesem Gefecht und die Dänen haben in Summe 72 Schuss abgefeuert aus den Hauptwaffen und die Beobachter, die eben nicht der serbischen Armee angehörten, sprachen von ungefähr 150 Toten, und zwar nicht non-kombattanten Zivilisten, sondern aktiv auf die Panzer feuernden Personen. Man muss auch dazu wissen, das ist natürlich jetzt ein Panzer, aber wenn ich da mit einer nagelneuen, ferngelenkten Panzerabwehrrakete drauf schieße, ist es nicht ganz ungefährlich für die Besatzung, weil diese Rakete wurde dafür entwickelt, genau solche Panzer auszuschalten. Artilleriefeuer, Mörserfeuer, das kommt alles von oben auf so einen Panzer drauf, da sind die auch gut gegen geschützt, aber direkte Treffer werden trotzdem Schäden ausrufen. Und es waren auch Panzer der Bauarten T-55, wenn ich das richtig gelesen habe, an diesem Gefecht beteiligt bzw. anwesend. Und da muss ich sagen, das finde ich einfach ultra beeindruckend, weil die dänischen Besatzungen standen unter Feuer in ihren Panzern und waren aber mit UN-Symbolen unterwegs. Das heißt, UN, ich darf nur auf mich schießen, wenn auf mich gefeuert wird. Das heißt, wenn da einer steht und der legt auf mich an, schießt aber nicht, ist das schon fast eine Grauzone. Gehe ich jetzt mal nicht zu tief drauf ein, aber es waren eben diese Panzer in dem Gefechtsraum, die wurden auch entdeckt. Sie wurden allerdings nicht beschossen von den Leopards, weil man nicht gesehen hat, dass die geschossen haben auf die Leopard-Panzer. Ja, ob sie geschossen haben, weiß man nicht, aber das finde ich ist eine krasse Zurückhaltung von der Besatzung, dass man quasi einen gegnerischen Panzer da sieht und nur weil man nicht sieht, wie er gerade seine Kanone abfeuert, schießt man nicht zurück. Meinen absoluten Respekt dafür. Also, mal abgesehen davon, dass es ein sehr rares Modell ist, was Schuko hier dann rausbringt, also was den Preis des Sets einfach hochtreibt, sind das eben auch einige wenige tatsächliche Leopard-Panzer, die mal einen echten Kampf gesehen haben, vor dem, was aktuell jetzt in den letzten Jahren passiert ist, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Beziehungsweise eben auch in der Türkei, glaube ich, waren die auch mit im Einsatz.
Ganz wichtig, wenn ihr dieses Set habt und euch wundert, warum fahren denn hier die Türme immer falsch rum, Panzer werden einfach so rum transportiert, weil dann habe ich hier vorne eine klare Ladekante, nicht so ein Rohr, was raushängt und hier hinten nur so ein ganz bisschen Überhang. Die fahren einfach immer so rum mit. Ansonsten zu dem Panzermodell selber, die Detaillierung ist ja Schuko Military Modellartig, kann man sagen. Also da ist alles dran. Auch die Besonderheiten hier mit dem Feuerleitsystem wurden ja berücksichtigt, habe ich gesagt, das sieht man hier gut. Die Bedruckung ist super, wir haben echte dänische Kennzeichen, die hier drauf gedruckt sind. Auch diese ganzen Gefechtssymbole sind hier überall auch realistisch aufgezeichnet. Was ein bisschen schade ist, wenn ihr die Kette anguckt von oben, wenn ihr hier so reinguckt da, dann ist die grün. Also die Panzerkette beim Leopard 1 wurde nicht innen grün lackiert. Das kann ich euch sagen. Das ist hier einfach ein Mangel an Detaillierung leider. Weil wenn ihr von der Seite guckt, ist sie grau. Wenn ihr von oben reinguckt, ist sie grün, weil die Laufrollen alle grün sind. Ja, das ist nicht so schön. Ansonsten Top-Modell, finde ich richtig gut. Macht echt Eindruck, ja, muss man so sagen. Also so viel mal zu dem Set hier. Da haben wir jetzt ja schon viel Zeit mit verbracht. Ob es den Preis wert ist, ja. Es gibt Leute, die diesen Preis bezahlen für so ein Set. Zum Beispiel mich. Ja? Also in dem Sinne, in gewisser Weise ist es das wert. Es ist einfach ein Sammlerset, wenn euch die Dinger gefallen. Guckt mal, vielleicht kriegt ihr das irgendwo noch her. Ich wollte es euch einfach mal vorgestellt haben. So, die 46934. Ähnlich eigentlich zu dem anderen Set, nur man bekommt keine Schwerlastwagen, sondern man bekommt hier so den klassischen UIC-Standard Rungenwagen hier in der Ausführung der DSB. Die Rungen sind extra mit dabei, die könnt ihr hier ansetzen, wenn ihr die haben wollt. Und diesen Wagen hier, den bekommt ihr dreimal. Und den bekommt ihr auch in allen anderen möglichen Sets. Also den gibt es mit einer Beladung, mit einem quasi mit Fertighausteilen, so rot-weiß. Den gibt es mit Schiffsteilen als Beladung. Den gibt es jetzt ganz aktuell in den Neuheiten, noch nicht rausgekommen, mit Radsätzen als Beladung und mit einer kleinen Köff mit Telex-Kupplung von der DSB. Das ist also ja, der Standard DSB UIC-Rungenwagen, den Märklin so hat. Interessanterweise ist der unten sogar noch mit diesem Traggestell oder mit dem Lastgestell noch ein bisschen detaillierter als der Schwerlastwagen, den ich euch eben gezeigt habe. Dafür sind aber hier in der Variante zumindest die bzw. Bremsart, Wahlhebel auch wieder schön farbig hervorgehoben. Der Druck ist super. Ja. Also typischer, hochwertiger Märklin-Wagen. Im Detailgrad nicht so detailliert wie Brava. Sieht man, also mal abgesehen an der Unterseite, auch zum Beispiel hier an der Handbremse auf der kleinen Bühne da hinten. Die ist einfach flach. Also die ist zwar ordentlich dargestellt, aber das ganze Teil ist flach. Wenn ihr das von Brava habt, so eine Bühne, dann ist das ein 3D-Hebel. Also der ist quasi dann nicht einfach nur flach in der Form, sondern hat so eine gewisse 3D-Form, ist also rund. Ja, also vielleicht ist das die beste Erklärung, dass die runden Teile auch wirklich rund sind und hier sind sie einfach flach, als ob man sie so irgendwie so wie so ein Keks an die Wand gedrückt hätte. Abgesehen davon, schöner Wagen. Davon, wie gesagt, 3 Stück dabei. Und dann haben wir hier so eine Reihe an Modellen. Was haben wir da? Wir haben 4 von den M113, das sind diese hier. Davon haben wir 4. Die, Achtung, auch wieder mit Anbauteilen. Die beiden Antennen, das Maschinengewehr und die beiden Rückspiegel wiederum sind Anbauteile. Wenn ihr den Wert erhalten wollt, lasst ihr die in der Tüte. Wenn ihr es schön haben wollt wie ich, baut ihr sie ran. Dann haben wir hier einen Unimog-Mannschaftstransporter. Auch der hat Anbauteile, und zwar die Spiegel. Und da kann man hier entweder eine Bank haben oder man kann die Bank sogar rausnehmen, hat dann eine leere Ladefläche und man kann hier eben auch die Plane abnehmen von dem Unimog U400. Und dann haben wir hier noch ein, ja, bei der Bundeswehr sagt man Wolf. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Baureihenbezeichnung speziell gibt für die dänische Armee. Also es handelt sich um die militärische Version der G-Klasse von Mercedes.
Und das ist da in dem Set mit dabei. Hier auch nochmal ganz kurz Historie. M113, was ist das? Das ist ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen der ersten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ist relativ leicht, also der wiegt in der Grundkonfiguration um die 12 Tonnen, ist im Großteil aus einer Aluminiumpanzerung gebaut, ist damit luftverladefähig, er ist amphibisch, das heißt, er kann schwimmen und sich im Wasser fortbewegen und er ist eben in gewisser Weise gepanzert. Also man kann jetzt von einem kleinen Aluminium gepanzerten Fahrzeug, was so leicht ist, jetzt nicht erwarten, dass es ernsthaft gegen Feindbeschuss geschützt ist. Das heißt, wenn da jetzt der Leopard 1 zum Beispiel drauf schießt, ist der kaputt. Allerdings, und darum geht es bei einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen, kann ich hier bis zu 11 Infanteristen drin haben und kann die über ein Gefechtsfeld unter Beschuss gemeinsam mit den Panzern fortbewegen. Das heißt also, wenn ich jetzt mich von A nach B fortbewege und feindliche Artillerie schießt und die Leute laufen da lang, dann werden die getroffen, sind verwundet oder tot. Wenn ich jetzt in diesem Metallkasten hier drin bin und da fliegen die Splitter rum, die fliegen dagegen und da reicht diese Panzerung. Das ist das gleiche Prinzip, was im Zweiten Weltkrieg schon eingesetzt wurde, allerdings mit offenem Dach. Also man wundert sich vielleicht manchmal, warum diese Mannschaftstransporter aus dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel der Half-Track M16 heißt der ja, oder beziehungsweise M3 auf der US-Seite und die Sonder-Kfz 251 und ein paar andere auf der Seite der Wehrmacht, warum die offen sind oben. Weil die Panzerung auch bei dem hier einen direkten Treffer gar nicht aushält. Dann ist das Fahrzeug auch beschädigt bzw. kaputt, zerstört. Und die Insassen entsprechend natürlich auch. Sondern es geht primär darum, dass neben das Fahrzeug eine Granate fliegt, die Splitter nach außen fliegen und dann die Seite treffen. Und die da drin befindlichen Personen sind geschützt. Das war das Prinzip auch schon im Zweiten Weltkrieg, deswegen braucht man eigentlich gar kein Dach da oben drauf, das kann man sich sparen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam allerdings noch ein weiterer Aspekt dazu. Also erstmal amphibisch bei diesem Fahrzeug hier, das heißt, man wollte nicht, dass Wellen da oben Wasser reinspülen, aber auch ein Schutz vor weiteren Waffen, beziehungsweise auch ein Schutz vor leichtem Fliegerbeschuss, aber auch ein Schutz eben vor zum Beispiel radioaktiven Dämpfen und Ähnlichem. Das heißt also, man hat Fahrzeuge geschlossen gebaut und mit einem Überdrucksystem versehen, wie zum Beispiel auch Kampfpanzer. Und so konnte man eben auch dann durch ein verseuchtes Gefechtsfeld theoretisch durchfahren. Also ihr merkt schon auch wie bei dem Leopard eben, das sind so Endzeitszenarien, die sich da ausgemalt wurden eben im Kalten Krieg, wo diese Fahrzeuge entwickelt wurden. Entwickelt wurde der in den 50er Jahren noch, ist rausgekommen, Anfang der 60er und ist inzwischen über 80.000 Mal gebaut worden. Also unglaublich viel. Von über 50 Ländern eingesetzt, vor Ende des Kalten Krieges natürlich nur auf westlicher Seite, inzwischen eigentlich auch weltweit im Einsatz, insbesondere bei allen NATO-Truppen. Also ihr habt die wirklich mit tschechischen, mit polnischen, mit welchen auch immer Nationalitätssymbolen hier eben in der dänischen Variante. Und beliebt eigentlich für alles als Führungsfahrzeug, das heißt also geschützt Führungspanzer, als Ambulanzfahrzeug, dann ist das Ganze noch ausgestattet mit Tragen und entsprechenden Dingen, als Funkfahrzeug, was ihr euch auch vorstellt. Ja, also es gibt sogar welche, die wurden ausgebaut mit weiterer Bewaffnung, also mit Raketenwerfern zum Beispiel. Aber primär handelt es sich eigentlich um ein wunderbar leichtes, geländegängiges, kleines Fahrzeug, was schwimmen kann und was quasi überall hinkommt und was auch immer ich damit machen will, das dahin transportiert. Und deswegen ist das unglaublich beliebt, der M113. Auch heute noch. Inzwischen natürlich auch Kampfwert gesteigert. Also die werden zwar auch noch neu gebaut tatsächlich. Das müsst ihr euch mal vorstellen, vom Design her, wie alt es ist. Und die werden noch neu gebaut. Aber inzwischen wird der Großteil eigentlich, da wird ein altes Fahrzeug genommen und eben technisch auf einen neuen Stand gebracht. Also M113 quasi ein Dauerbrenner, inzwischen in den USA, auch teilweise bei der Polizei im Einsatz. Ja, ihr kennt die Bilder aus den USA und
wenn ich da Sheriff bin, habe ich vielleicht Bock und kaufe mir einen M113. Kann man ja mal brauchen. Ja, also, aber gibt es inzwischen eben auch als Polizeifahrzeuge, im Primärbereich natürlich militärischer Einsatz. Auch bei der Bundeswehr und ganz groß natürlich auch bei der dänischen Armee. Ja, die packt man beide so da drauf. Dann hat man hier, wenn das wirklich die Mannschaftstransporter sind, wovon ich mal ausgehe, ein Transportgewicht von 24 Tonnen. Ich finde, die Kombination ist eigentlich ganz niedlich. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, ich kann die nicht so beladen. Also durch die Bordwände hier, theoretisch müsste ich diesen Wagen eben wirklich mit einem Kran hier raufheben, wenn das so von Märklin gedacht ist. Ansonsten ist das Modell von der Detaillierung her eigentlich ähnlich wie beim Leopard beschrieben. Hohe Schuko-Qualität. Und das macht das Set wiederum auch so rar, weil auch den hier, so schön er ist, könnt ihr nicht im Laden kaufen. Den kriegt ihr nur in diesem Set, nirgendwo anders. Das ist also schon ein echtes, rares Sammlerstück. Gleiches gilt für unsere beiden einzigen ungepanzerten Fahrzeuge, die hier dabei sind. Und zwar haben wir hier einmal eben den kleinen Wolf in der Ausführung der dänischen Armee. Ja, mit einer kleinen Funkanlage hier hinten. Da ist die. Ja, sonst kann man da eigentlich nicht viel zu sagen. Schönes kleines Modell, sieht gut aus. Farblich, glaube ich, sehr schön getroffen. Und passt natürlich super zu den anderen dazu. Und der Unimog U400 Transporter hier auch ein Dauerbrenner. Also Unimog wird den meisten von euch was sagen. Das ist hier noch diese runde Form. Danach kam die eckige dann, Anfang der 80er. Das ist hier so noch die runde davor. Mit sogar einem nicht festen Dach, sondern planen Dach. Und der Unimog natürlich ein universelles oder Universal-Motorgerät. Das ist ja der Name. Das heißt also auch im Einsatz in der Landwirtschaft, überall in der Forstwirtschaft. Und natürlich der absolute Knaller für jede Armee, weil unglaublich geländefähig, unglaublich robust. Also ich glaube, über den Unimog könnte man an sich schon ein eigenes Video machen. Hier jetzt in einer schönen Version der dänischen Armee mit dabei. Und in Summe, wenn ihr die beiden Sets kombiniert, das war ja auch die Idee von Märklin, als sie die gleichzeitig rausgebracht haben, gemeinsam mit der MY-Lok, die ich euch letztes Jahr mal vorgestellt habe und die definitiv auch nochmal ein richtiges Review verdient hat, haben wir dann hier das Set, die 46934, die 48795 und damit schon einen ganz schön beeindruckenden Zug, wenn man das Thema mag. Ich hänge euch jetzt hier im Anschluss noch ein paar Fahraufnahmen natürlich zusätzlich an das Ganze ran, dass ihr einfach mal seht, wie sieht das so bei mir auf der Anlage aus, wenn die hier so lang fahren. Sag aber jetzt schon, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer, wenn ihr mit dabei seid und am Ende verlinke ich euch natürlich auch noch ein paar andere Videos, wenn ihr den Channel hier noch nicht kennt. Soweit für heute, macht's gut, bis dann und Augen geradeaus. Ciao.